Hi, wir machen heute nochmal ein Video zur ECM Max oder Max. Die haben wir schon vor einem halben Jahr ein Video zu gemacht und es gab da immer schon die Idee, mehr Videos zu machen. Jetzt war ich im Urlaub und habe einen Podcast gehört, und zwar Kaffeekompass heißt das. Und da wurde die Max verglichen mit einer Synchronica, das ist die große hier hinten. Was ich im ersten Moment dachte, was macht das? Das macht das Sinn, die beiden miteinander zu vergleichen. Aber letztlich ist das sinnvoll. Hier haben wir nämlich einen Zweikreiser und der Zweikreiser will ja kein Zweikreiser sein in dem Fall, indem er anders ausgesteuert ist und die Temperaturen viel genauer hinbekommt. Das ist was ein Zweikreiser ja sonst nicht kann. Da kann ich nicht 92 Grad einstellen, sondern ich stelle den Kessel auf 124 und habe dann nach 25 Minuten 92 und irgendwann auch mehr. Und dann muss ich flaschen zum Beispiel. Und das kann die ja einfach so. Ich will in dem Video zwei Dinge zeigen. Einmal so ein bisschen so ein Workflow, wie man den Kaffee zubereitet in der meines Erachtens sinnvollsten Funktion. Das ist diese Brew Temperature Control, BTC-Modus. Es gibt ja 3 Modi und ich würde den BTC-Modus dafür verwenden. Und ich zeige euch, wie man die Maschine dann vorfindet und was man am besten tut und wie man die daraus erweckt sozusagen aus diesem Modus und sie benutzt, um Kaffee zu machen. Weil, und ihr seht das jetzt hier gerade, die Nadel ist sehr weit abgefallen. Die läuft hier schon etwas länger. Und so findet man sie vor, wenn sie länger läuft, mit 0,8 bar ungefähr. Und dann ist der Dampfdruck recht weit im Keller. Und das liegt daran, ich erkläre euch das nochmal kurz hier an unserem Schaubild. Beim normalen Zweikreiser, der ungefähr so aussieht, in der Maschine ist der hochkant verbaut, der Kessel, aber das System ist ähnlich, ist der große Kessel halb voll mit Wasser und normalerweise auf 120, 124 Grad, 128 Grad gesteuert. Und das warme Wasser zirkuliert hier durch den inneren Kreislauf und erwärmt die Brühgruppe. Das hat aber zur Folge, dass nach ein paar Stunden Laufzeit die Brühgruppe viel zu heiß ist, weil sie die ganze Zeit mit zu warmem Wasser, die wird zwar nicht mit 124 Grad warmem Wasser, weil dieser Kreislauf so klein ist, gesteuert, aber doch mit einer Temperatur, die ein bisschen hoch ist. Und wenn wir hier nur 0,8 bar sehen, heißt das, dass die große Temperatur, also in dem großen Kessel, ist so weit gesenkt worden, das sind wahrscheinlich so 116 Grad, nicht mehr 124, sondern deutlich drunter. Und da fällt die immer weiter ab, weil die hier nach einem zweiten Punkt, die hat hier oben einen weiteren Messpunkt und kann die Temperatur messen in dem Durchlaufkreislauf. Und damit die Brühgruppe nicht zu heiß wird, steuert die jetzt die ganze Zeit die Temperatur nach dem Messpunkt hier oben. Den kann man jetzt hier nicht sehen, das seht ihr in einem anderen Video, da habe ich die Maschine offen. In dem großen Video zur Mechanica Max. Und das hat zur Folge, dass mir jetzt die Brühgruppe nicht so heiß ist. Wir können gleich mal einen Flash machen und dann werdet ihr sehen, da kommt kein kochendes Wasser raus, obwohl die Maschine seit Stunden steht und vor sich hin läuft. Und das ist die Besonderheit an diesem BTC-Modus. Es gibt noch daneben den Flash-Modus, das erkläre ich in dem großen Video. Und man kann sie auch als Zweikreiser laufen lassen. Aber das, was man von der Maschine eigentlich möchte, wenn man sie kauft, das liegt, dass sie eine ordentliche Temperatur hat, dass sie sich verhält wie ein Dual-Boiler, also wie eine große Maschine. Und das kann sie auch. Und deswegen zeige ich jetzt mal, wie ich empfehlen würde, damit zu arbeiten. So habe ich die zu Hause immer genutzt. Ich habe die lange zu Hause gehabt. Jetzt ist es gerade wieder eine Pro 600 mit einem Fast Heat Up, aber das wechselt bei mir immer. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, diese 0,8 bar und da kommt ihr hin. Jetzt hätten wir das Problem, wenn wir einen Cappuccino machen wollen, dass die Temperatur für den Kaffee nicht zu heiß ist, aber es fehlt ein bisschen an Dampfpower. In dem Moment, wo wir den Kaffeebezug starten, haben wir die Möglichkeit der Maschine, hier eine Taste zu drücken. Das mache ich jetzt noch nicht, aber dann drückt man die linke Taste und dann erwärmt sie sich höher, dann heizt sie höher, dann ignoriert sie diese Temperatur und versucht wieder möglichst schnell, möglichst viel Dampfpower hinzubekommen. Da ich aber schon gerne schäume, während ich den Kaffee noch beziehe, habe ich das lieber anders und schon noch schneller heiß. Und deswegen gibt es einen Trick, den ich normalerweise verwende. Ich gehe an die Maschine, entweder ich wärme noch Tassen damit auf, aber die sind jetzt auch warm, weil die lange noch oben drauf stehen. Und ich flasche. Wenn ich jetzt flasche, ziehe ich Wasser und ihr seht, das kommt nicht kochend daraus. Das ist auf einer ordentlichen Temperatur, ist natürlich heiß. Das hat die 92, 93 Grad, die da gerade standen. So, jetzt habe ich einen Bezug gemacht. Dieser Bezug hat jetzt zur Folge, dass ihr seht, dass hier die Temperatur sofort abstürzt. Das ist jetzt die gemessene Temperatur um ungefähr noch ein Offset von vielleicht 10 Grad oben an der Stelle, die ich euch gerade gezeigt habe. Und die stürzt jetzt ab, weil kaltes Wasser hinten eingespült wurde. Und dieses kalte Wasser verteilt sich jetzt und erwärmt sich jetzt recht schnell wieder. Aber erst einmal hat es zu einem leichten Absturz geführt. Und das fängt sich jetzt so bei 84, 83 und wird dann wieder anfangen zu steigen. Und das ist jetzt, weil die Maschine reagiert, oh, ich bin zu kalt geworden, ich muss hochgehen in meiner Kesseltemperatur, 116 reichen jetzt auch nicht, ich möchte jetzt schnell wieder auf diese Temperatur kommen. Da unterscheiden sich die Modi BTC 1, 2 und 3.
Und die fängt jetzt an zu heizen. Jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen viel geflasht, deswegen geht sie sogar bis 81 runter. Aber ihr seht, die ist jetzt hier oben schon wieder bei 1 Bar, bei 1,1 und ich bin immer noch in der Kaffeezubereitung. Ich male jetzt den Kaffee. Da haben wir eine etwas riesige Mühle diesmal hier. Das ist die Chiado 37S. E37S heißt sie, glaube ich. Die haben wir neuerdings im Showroom zum Testen. So. Und die habe ich vorher eingestellt auf etwas knapp über 18 Gramm. Ihr seht, meine Maschine fängt sich, die Temperatur steigt schon wieder, 86. Und selbst wenn ich jetzt Kaffee sofort machen würde, das wäre nicht diese 86. Das ist eine errechnete Temperatur, die ist schon deutlich höher, weil diese ganze Brühgruppe ja die ganze Zeit perfekt temperiert ist. Ich habe mein Kaffeemehl vorbereitet, so mache ich das zu Hause auch. Ich habe da eine Single-Dose, deswegen fange ich erstmal an und wiege eine Bohne ab und so weiter. Gehe jetzt an die Maschine, hänge meinen Siebträger ein, starte den Bezug für meine 2 Espressi. Die Maschine ist wieder bei 92 und ich starte meinen Bezug. Ich habe schon Dampfpower. Ich will aber noch mehr Dampfpower, deswegen drücke ich jetzt hier unten den Knopf. Einmal, dann Steam und nochmal ist Steam High. Und damit geht es jetzt auf die höchste Temperatur, die sie kann. Das ist so 130 Grad etwa im Kessel. Das bedeutet, während mein Kaffee noch läuft, kann ich anfangen, Milch aufzuschäumen bei hoher Temperatur. Der Kaffee ist noch nicht ganz fertig, aber ich habe hier schon 1,3 Bar und da hat die auch genug. Die hat einen riesen Kessel, da hat die genug Power und ich kann wunderbar Milch aufschäumen, auch jetzt schon. Jetzt könnten wir noch warten auf die Steam-High-Temperatur, die macht er noch, das zeigt er auch an. Solange das da noch steht, ne, geht er noch höher und wir sehen hier 1,4 Bar. Aber ich lege jetzt los mit Milch aufschäumen. Ich habe eine größere Kanne für 2. Kuhmilch hatten wir nicht, das ist jetzt Hafermilch. Für Videos nehme ich eigentlich lieber Kuhmilch, weil sie sich einfacher schäumt. Und genau, und ihr seht, das ist eine Riesenkanne und da ist trotzdem Mordswirbel drin. Es ist echt einfach, mit der hier aufzuschäumen. Und das ist das, warum es Sinn macht, diese Maschine mit einem Dual-Boiler zu vergleichen, weil sie kann das eine und das andere. Und damit ist es auch sinnvoll, sie mit einer Synchronica zu vergleichen. Eine Synchronica hat auch so einen großen zweiten Kessel und auch die hat die Möglichkeit, und ihr habt gesehen, wie schnell das ging, die Milch aufzuschäumen. Jetzt könnte ich übrigens das wieder abbrechen, wenn ich jetzt nochmal drücke, dann habe ich diesen Steam-High-Modus verlassen. Steam-High-Modus bringt natürlich die Kesseltemperatur sehr hoch und damit natürlich über den Umweg irgendwann auch meine Brühgruppe zu heiß. So, jetzt lassen wir das. So, wir trinken sie heute eh nicht. Ich mache es jetzt noch beide, aber wir können jetzt im Video nicht nebenbei trinken. Schade eigentlich. Und genau. Zeige ich euch nämlich die Funktionen an der Maschine. So, stellen das beiseite. Also das funktioniert echt easy und wunderbar, damit so zu arbeiten. Jetzt seht ihr, was passiert. Durch diesen Steam High Modus hat die Maschine natürlich schnell versucht, eben ihre Temperatur wieder zu kriegen, weil ich sie abgekühlt hatte, aber auch sie ist zu hoch gegangen auf diesen Steam High. Und jetzt merkt sie, okay, es wird zu warm im Brühkreislauf und ich tue besser nichts. Ich heiz nicht weiter und jetzt wird die wieder abfallen. Das dauert jetzt einen Moment, bis die wieder abgefallen ist. Und dann bin ich wieder weiter unten. Wenn ich keine Milch aufgeschäumt hätte gerade, dann wäre das nicht so weit abgefallen. Ich mache mir mal eben den Siebträger sauber, bevor wir gleich weiterarbeiten. Genau. Ich zeige euch mal einmal ganz kurz, wie man das einstellt. Das ist von ECM eigentlich einfach programmiert, aber es ist am Anfang unübersichtlich, weil das immer so Hieroglyphen sind. Ich drücke beide Tasten. Und jetzt seht ihr Temperatur 1. Das ist die gewünschte Temperatur für Kaffee. Jetzt stelle ich die auf 92 Grad. Das ist das, was wir schon eingestellt hatten. Darunter ist Temperatur 2, zeige ich in einem großen Video, von 115 bis 127 zu verstellen. Ist nicht so wichtig in diesem Modus, weil ich ja auf Steam hochgehe oder nicht. Da habe ich das nicht. Flush haben wir auf Aus. Dann gibt es die Präinfusion, Eco, Clean. Dann kommt dieses Aus, das Advanced Menü. Und das habe ich aber eingestellt, deswegen kommen wir in dieses BTC. Und da könnt ihr Brew Temperature Control 2, 3, Off und 1 einstellen. Da würde ich euch empfehlen, stellt das auf 2 und stellt den Flush Mode auf Aus. Daraufhin funktioniert dieses gerade genutzte BTC-Modus. Warum nicht den Flush-Modus? Man könnte die Maschine auch betreiben mit dem Flush-Modus. Dann hat man die Maschine auf beispielsweise 124 Grad stehen und sie zeigt mir an, wie lange ich flaschen muss, um auf die richtige Temperatur runterzukühlen, die Maschine.
Habe ich am Anfang zu Hause benutzt und habe auch erwartet, dass es das ist, was ich viel nutze als Modus, weil ich denke, dann ist die Dampftemperatur da und das ist einfacher. Aber der Nachteil ist, und das ist das, was einem die Maschine zeigt, man muss ganz schön viel flaschen. Wenn die Maschine auf 124 Grad eine Stunde gelaufen ist, dann muss ich eine ganze Tasse voll flaschen. Die Maschine steht bei mir im Wohnzimmer. Ich fülle Wasser in der Küche nach und habe auch das Abwasser, was ich in die Küche bringe. Und da bin ich schon froh, wenn das nicht so viel Wasser ist. Mal abgesehen davon, dass ich das Wasser filtere, das einfach Wasser ist, was ich wegschmeiße, welches eigentlich gefiltertes ist. Da ist dieser BTC-Modus viel, viel praktischer. Und mit dem Workaround, den ich euch gerade gezeigt habe, dass man mal einmal flasht vorher, dadurch die Maschine schon selber übersteuert, kann man auch super Milch aufschäumen. Und da hat die echt Power. Und da ist die auch vielen anderen Maschinen voraus. Also wenn man einen kleinen Dual-Boiler nimmt, eine Pro 300, eine Pro 600, die hat einen Dampfkessel, der hat nur 1 Liter oder 0,7 Liter bei der 300er. Die ist dann zwar mit 130 Grad hoch angesteuert, aber das ist nicht so viel Power wie der Kessel. Hier ist ein 2 Liter Kessel drin, ich glaube sogar 2,2. Und wenn der auf 1,3 Bar ist, hat der richtig satt Druck und das ist sehr einfach damit zu arbeiten. Und das macht Spaß. Ich zeige euch noch einen zweiten Modus. Wir haben gerade gesehen, wie wir einfach in der Zubereitung 2 Espresso bezogen haben. Jetzt gehe ich in der Einstellung und das geht über einen Shortcode. Ich kann die rechte Taste, ist es glaube ich, 3 Sekunden gedrückt halten. So, und jetzt habe ich die Präinfusion On geschaltet. Dadurch habe ich ein Vorbrühen einprogrammiert. Ich kann euch gleich noch zeigen, wie man die Parameter einstellt. Aber jetzt machen wir erstmal kurz einen Kaffee mit dieser Präinfusion. Das ist nämlich der zweite sehr interessante Punkt an der Maschine. Solange ich drücke, malt sie. Sie behält aber die Zeit bei und malt jetzt noch den Rest zu Ende. Ist jetzt für mich noch relativ neu, die Mühle. Wir haben sie noch nicht so lange im Programm. Und wir testen da gerade mit. Neben der Maschine ist sie vielleicht eine untypische. Jemand, der sich extra eine kleine Maschine kauft, weil ihm die Synchroniker zum Beispiel zu groß ist, der wird vielleicht nicht diese Mühle dazu nehmen für zu Hause. Aber egal. Die hatten wir jetzt gerade mal und ich teste das auch immer gerne. Jetzt machen wir den Kaffee mit der Präinfusion. Eigentlich hätte ich die Mühle feiner stellen müssen. Ihr werdet sehen, dass er jetzt gleich zu schnell sein wird. Das hier ist die Präinfusionszeit. Das sind 3 Sekunden einprogrammiert. Ich glaube, sie ist auf 3 Sekunden Laufen und 3 Sekunden Pause und dann wieder Laufen einprogrammiert. Und dann läuft erst die Zeit los. Oh ne, sie läuft ganz schön langsam. Und das ist sehr einfach mit diesem Shortcut ein- und auszuprogrammieren. Also du kannst sehr einfach durch 3 Sekunden gedrückt halten und sagen, ich möchte das haben oder ich möchte das nicht nutzen. Und dann haben wir den Kaffee sehr fein eingestellt. So, 28 Sekunden. Und da haben wir heute unseren Pulspeitsche wieder in der Mühle. Sehr kräftige Hausmarke von uns. Sehr, sehr kräftiger, breiter Kaffee. Ich selber bin nicht so ein Arabica, voller Arabica-Fan und der hat so eine Breite, die dadurch anders schmeckt. Das fehlt mir im Arabica mal ein bisschen. So, da habt ihr gesehen, wie einfach man das einstellen konnte. Jetzt gehe ich noch mal einmal mit euch ins Menü und zeige euch, wie ihr diese Parameter verstellt. Also wieder beide gedrückt halten. Auch jetzt ist hier eine Temperatur wieder unten, wie ihr seht. So. Jetzt gehen wir durch, Flush, Eco, Reset, da kann man Sachen ausstellen, BTC. So, da haben wir Präinfusion passiv und aktiv. Passiv bedeutet, wie viel Pause findet statt. Da haben wir 3 Sekunden einprogrammiert. Und darunter gibt es Präinfusion aktiv. Und das ist die Zeit, die die Pumpe vorher läuft. Da versucht man die Pumpe so einzustellen, dass der Puck nass wird, gesättigt ist, aber es noch nicht wirklich läuft. Und das kann man an Parametern hier einstellen im Menü. Und wenn ihr einfach wartet, fliegt ihr wieder raus und seid wieder im normalen Bereich, wo wir jetzt Espresso machen können. Und ihr seht, jetzt ist sie wieder bei 91 Grad und halt aktuell aber dafür, weil wir ein paar Bezüge haben, nicht 0,8, sondern 1,3. Und das ist immer der Unterschied. Wenn ihr sie benutzt habt, dann hat sie auch sofort genug Power im Kessel. Und deswegen ist es sinnvoll, vorher mal einmal diesen Flush-Mode zu verwenden. Und das ist auch so der Trick, den ich euch dazu mitgeben möchte, diesen BTC zu verwenden, mal einmal vorher zu flaschen, damit ihr den aus der Ruhe bringt. Wenn der sich neu einpendelt, ist der schon höher im Druck und dann kann man auch sofort super schon. Und sonst macht bei der Maschine echt Spaß, dass sie eine sehr, sehr leise Pumpe hat. Da ist eine etwas andere Rotationspumpe nochmal drin und die ist sehr leise. Macht sehr viel Spaß mit der Maschine zu arbeiten. Wenn ihr Interesse an der Maschine habt und die bei uns testen wollt, wir haben die im Laden angeschlossen, vorführbereit. Meist
ist sie aber aus, weil wir den Eco-Mode einstellen, dass sie nach 90 Minuten sich von selber abschaltet. Dann müssen wir sie erst anmachen, braucht so 25 Minuten. Und wir sind im Laden 13 Leute. Ein paar davon sind Schreiner, die verkaufen hier Küchen, wir bauen Küchen. Kaffee ist ja nur ein Teil unseres Geschäfts. Und wenn ihr samstags mittags einfach reinkommt, klappt das vielleicht nicht, dass euch jemand zu der Maschine top beraten kann. Da würde ich euch empfehlen, einen Termin zu buchen über unser Tool auf der Webseite. Und ihr könntet den dann auch entweder, wenn die verfügbar sind, direkt bei mir oder beim Ben oder beim Benne buchen. Dies sind alles welche, die sich gut mit der Maschine auskennen. Und die ich lange zu Hause hatte, hat jetzt zum Beispiel der Ben gerade zu Hause und wir testen da immer ein bisschen, damit da alle genug Ahnung von haben. Aber da die Maschine etwas spezieller ist, macht das schon Sinn. Genau, das ist eigentlich das, was wir hier nochmal zeigen wollten als Workaround zu der Maschine. Ich habe auch hier, aber ich stehe die ganze Zeit davor, hinten noch die Synchroniker mal, um zu sehen. Die ist der Maschine ähnlich. Von der Nutzung her, die ist natürlich noch perfekter von den Temperaturen. Hier beziehe ich immer 92 Grad. Wenn ich hier 92 eingestellt habe bei der anderen Maschine, dann habe ich vielleicht auch nicht 92, sondern ich habe 91, wenn sie mir 86 anzeigt. Also die schwankt ja in den Temperaturen, das ist nicht so weit weg, wie sie es anzeigt, aber so vielleicht auch mal 2 Grad kann es nach oben und unten gehen in den Temperaturen. Das ist das Zweikreiser. Das ist Meilen jedem Zweikreiser sonst voraus, von der Genauigkeit her, aber es ist noch nicht ganz auf dem Niveau von einer Dual Boiler. Das hat Vor- und Nachteile für den Kaffee. Ich kann mal noch die Vor- und Nachteile durchgehen von den Maschinen. Der Vorteil von der kleineren Maschine ist, sie ist kleiner. Das ist natürlich einfach der Hauptvorteil für die meisten Leute. Dann ist sie günstiger als eine vergleichbare, weil man muss sie schon mit der Synchroniker vergleichen, weil sie mehr Dampfpower hat als die anderen Dual Boiler. Und das macht sie natürlich, eigentlich muss man sie mit der großen vergleichen, weil nur diese Dampfpower auch leisten kann. Und das kann die kleine Maschine hier auch. Wir haben beide Rotationspumpenmaschinen, das heißt, da sind sehr viele Ähnlichkeiten. Und mit der einen liegen wir bei 2.400 und bei der anderen bei 3.000 Euro. Und wer den Platz nicht hat und weniger Geld ausgeben möchte, dem reicht die Max sicherlich. Und das ist auch echt eine schicke, smarte Maschine, weil sie einfach sehr kompakt und klein ist. Weiterer kleiner Vorteil vielleicht noch, wenn man selbst entkalkt zu Hause, dann ist ein Zweikreiser, da haben wir ja Videos zum Thema Entkalken, und ein Zweikreiser ist etwas einfacher zu Hause selber zu entkalken, weil man ihn besser spülen kann nachher, als eine Synchroniker mit den 2 Kesseln. Den einen Kessel kriegt man schlecht gespült. Und das sind so rein technisch mal noch die Unterschiede, die für die eine oder die andere Maschine von den beiden sprechen. Und man hätte vielleicht noch den Vorteil, wenn man die große nimmt, dass man halt sich nicht damit beschäftigen muss. Was sind das alles für Menüs? Was bedeutet BTC? Was bedeutet diese ganzen Dinge? Die kann das alles, aber halt auf einem technischen Umwege, und die hier macht das einfach so, ohne weiteren Extraaufwand. Die kann das einfach, ohne dass man da ihr noch spezielle Einstellungen machen müsste. Da ist das immer perfekt mit den Temperaturen. Und wenn man eine große Tasse Kaffee ziehen möchte, hat man auch einen echt großen Kessel, der das kann. Da liegt der Vorteil bei der hier. Aber ansonsten für jeden, der die anderen Dinge, die ich gerade alle genannt habe, man hat schon sehr, sehr perfekte Temperaturen. Und da ist diese kleine Maschine eine, die wirklich, wirklich Spaß macht. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Vielleicht machen wir noch mal so kleine Short-Videos, die diese Menüführung zeigen. Wie stelle ich die eine Funktion auf die andere Funktion? Das könnten wir die nächsten Tage noch mal machen. Kommt dann auch in unserem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch, einen Kommentar dazu, ob es euch weitergeholfen hat und so weiter. Im Abspann kennt ihr das, sind immer noch mal ein paar Aufnahmen zu den Maschinen. Da stellen wir noch mal die beiden Maschinen auch nebeneinander. Dann seht ihr noch mal diese Größenvergleiche, diese Dimensionsunterschiede zwischen der großen und der kleinen Maschine. Und das ist ja doch in einer Menge Küchen relevant, wie groß diese Maschine am Ende ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke. Bis bald.